Hallo, mein Name ist Werner Pfeiffer und das ist mein Wohnschiff Stader Sand hier im Harburger Binnenhafen an der Süderelbe in Hamburg. Herzlich willkommen, kommt an Bord. Jetzt beginnt unsere kleine Rundreise. Eigentlich ist es auch eine Zeitreise, weil dieses Schiff ist ja sehr alt. Das ist älter als ich. Dieses Schiff ist 1955 gebaut. ...1990 habe ich die gekauft mit einer Freundin damals zusammen für 28.000 D-Mark. Dafür konntest du damals wahrscheinlich einen Opel Astra kaufen und haben also dieses Schiff in einem Urzustand ohne Motor, ausgeplündert, kaputt, praktisch ein stehender Rumpf mit Aufbau. Das war der Kaufvertrag. Da stand nicht drin Fahrgastschiff im gebrauchten Zustand, sondern da stand nur stehender Rumpf mit Aufbau, 350 Tonnen Stahl, gekauft, zack, tschüss. Wir hatten keine Ahnung von Schiffen, null. Und dann haben wir das 1,5 Jahre lang ausgebaut. Ich bin eigentlich von Haus aus Journalist, Radioreporter und jetzt mache ich Veranstaltungen. Ich habe ein kleines Veranstaltungszentrum hier im Binnenhafen. Das ist die Fischhalle Harburg. Konzerte, Lesungen, Theater und das ist meine Zukunft fürs Alter. Ne? Das ist jetzt hier der Eingangsbereich. Und wenn ihr mal unten runter guckt, das ist auch da unten das Original Holz noch, das ist altes Teakholz. Da seht ihr auch diese Nipsel, die hier sind, da waren so Schienen drauf. Weil wenn die Hafenfähre angelegt hat, dann war das hier ein offener Raum. Und dann hat die Schiffsbesatzung die Gangway an den Landungsbrücken rausgezogen. Dann sind hunderte von Leuten reingegangen und wieder rausgegangen. Das war so ein Linienschiff mit Hafenrundfahrten, Werftarbeiter wurden transportiert. Das ging alles schnell und ruckzuck. So, und dann gehen wir jetzt nach vorne zum Wohnzimmer. Recht großzügig gemacht, ist ja auch ein großes Schiff. Was sind wir hier? Seht ihr den großen Hauptraum? Der ist von Anfang an sehr groß gewesen. Man kann solche Schiffe auch, kannst dir Trennwände reinbauen. Das ist ja alles Stahldecks. Die Stabilität ist immer da. Aber damals, 1990, ist lange her, da hatte ich auch noch keine Kinder. Und hatte ich damals gesagt, okay, wir bauen das als Pärchen aus und haben das sehr großzügig gemacht. Und so ist es eigentlich immer noch ein bisschen geblieben. Ja, das ist die Küche, Wohnküche, Kaffeemaschine, zentraler Punkt am Morgen. Sofaecke, bisschen Fernseher, Kamin ist wichtig, weil auf dem Schiff kann es auch mal kalt werden. Und hier flutet die Sonne rein. Also das ist ja ein Fahrgastschiff. Fahrgastschiffe haben immer Fenster drumherum. Also wir haben, glaube ich, hier 26 Außenfenster. Die Sonne durchflutet den Raum. Ein Gefühl wie ein Traum. Doch im Winter ist es kalt, da gibt es keinen Halt. Lass die Sonne rein. Lass sie niemals gehen. Also das sieht jetzt alles so ganz nett aus, aber als wir hier reingekommen sind, war das wirklich ein dunkler, muffiger Raum. Wie wir später festgestellt haben, war da sogar noch Asbest drin, den wir entsorgen mussten. Es war eigentlich eine riesengroße Grube. Du konntest unten in den leeren Maschinenraum reinschauen. Also das war sehr, sehr, sehr heftig. Und ja, dann ging das halt los. Jeden Samstag erstmal in den Baumarkt fahren, Schleifscheiben kaufen, Handschuhe kaufen, Arbeitsklamotten, Werkzeuge und so weiter. Und dann haben wir viel Glück gehabt, nach 1,5 Jahren, das relativ schnell war, war es dann fit. Ja, was ich euch noch mal zeigen wollte, das sind so ein paar Details, was wir hier haben. Also hier haben wir zum Beispiel die Meerjungfrauen. Das sind so handgeschnitzte Holzfiguren, tatsächlich von einem Galionsfigurenschnitzer aus Köln gemacht. Und der hat das alles per Hand gemacht. Und davon haben wir so ein paar Exemplare. Dann ist das zum Beispiel hier auch sieht ein bisschen kitschig aus, aber das ist ein Harburger Künstler, der mittlerweile Harburger Stadtmaler ist. Ralf Schwinge heißt der und der hat diese Sachen gemacht auch und hat das mir mal zum Geburtstag geschenkt. Das sind tatsächlich Fotografien, das ist keine Malerei. Ich habe auch nebenbei, mache ich so ein bisschen Hobbyfotografie und das ist nicht bearbeitet am Computer, das Bild. Und da sieht man ja, die verschwimmen ja, als wenn die durch die Wolken fliegen.
Und wenn ihr euch das mal anguckt, das ist so ein bisschen die kleine historische Ecke. Es gibt natürlich noch viel mehr Bilder, aber zu viel wollten wir auch nicht an die Wand hängen. So ist das Schiff damals gefahren. Oben ist der Schiffsführer gewesen und wir sind jetzt hier in der Mitte, eigentlich hier ungefähr. Und diese Schiffe hat man eigentlich täglich gesehen. Die gehörten ganz normal zum Hafenbild dazu. Und das ist noch hier ein Protokoll, was wir hier sehen. Das habe ich mal an Bord gefunden. Das ist ein Übergabeprotokoll vom 10. Juni, 11. Juni 1955. Wurde übergeben, bla bla bla, Unterschrift, Stempel, tschüss, ich nehme es mit. Jetzt machen wir mal einen ganz kleinen Blick in das Schlafzimmer. Das ist nämlich vorne, das ist hier. Früher müsst ihr euch das vorstellen, hier waren überall auch Sitzbänke. Hier saßen die Leute ganz normal, haben rausgeguckt. Und was das Schöne hier ist, du hast ja sehr viel Licht auch. Die Sonne flutet morgens rein und das ist natürlich morgens beim Aufstehen ganz, ganz wunderbar. Das waren diese alten Rundfenster, Baujahr 1955, noch original. Nehmen Sie bitte die Schwimmwesten, die über Ihnen sind. Und dann haben sie die aufgemacht und sind in die Schwimmwesten auf den Kopf gefallen. Das sind nämlich Klappen. Und da waren da Schwimmwesten drin. Sicherheitstechnik 1955, hochmodern damals. Und da haben wir jetzt isoliert. Also die lassen sich jetzt nicht mehr öffnen, aber wir haben das vom Charakter her noch so behalten. Und da sieht man auch, wie das Schiff so zuläuft. Das Vorpeak ist vorne. Bei Schiffen sagt man Vorpeak, also sozusagen der letzte Raum, der vorne ist, das Peak. Hier geht's runter und da muss man bitte aufpassen, ne? Wer runter geht, immer genau gucken, wo man hintritt. Und deswegen sind auch immer ganz viele Griffe da und auf dem Schiff muss man immer sehen, dass man sehr gut sich immer festhält. Passt auf eure Köpfe auf. Überall an der Decke hingen Leitungen, Rohre, Ventile. Also es war unglaublich. So, und jetzt gehen wir mal rein in den Maschinenraum. Wir sind also schon unter Wasser. Eigentlich, ehrlich gesagt, jedes Schiff braucht eine Werkstatt. Und gerade hier muss man viel mit Stahl machen. Das hier zum Beispiel, das ist ein alter Pickhammer. Damit klopft man Rost. Also wenn jetzt, sagen wir mal, da außen man hat eine Roststelle und man haut. Mit diesem Pickhammer müsst ihr euch vorstellen, dass wir uns die ersten Monate eigentlich nur Rost geklopft haben und Müll entsorgt haben. Und das war dann immer ein permanentes. Das nervt, ne? Das ist ganz schön laut. Aber das war eigentlich das Geräusch der ersten Monate in diesem Schiff. Und dafür sind die Dinger da. Das ist die alte Mannschaftskoje und die haben wir aber ganz einfach umgebaut zu einem Gästezimmer. Also wer bei uns übernachtet, der darf dann mal unterhalb der Wasserlinie sich hier ausruhen und mal übernachten. Ja, mach die Leinen ran, alles gut. Das ist die Brücke und jetzt brauchen wir ein bisschen Fantasie, weil früher war hier der Steuerstand. Also hier war ein riesengroßes Steuerrad aus Holz. Hier waren ganz viele Aggregate und Radargeräte und Funkgeräte an der Wand und alles. Hat aber eine gute Übersicht und heute ist das eigentlich so ein kleiner Ruhe-Yoga-Raum. Es ist im Sommer hier sehr heiß, im Winter sehr kalt, weil das ist alles drumherum verglast. Hier hat man eigentlich den schönsten Blick. Hier kann man also mit dem Fernglas gucken, was der Nachbar so macht. Und da wir ja ein Schiff sind, dürfen wir auch im Fernglas benutzen. Also ich kann jetzt auch drüben rüber gucken, was ich natürlich wirklich selten mache. Aber ich kann meine Nachbarn sehen. Und ja, da sieht man so ein bisschen drumherum die Umgebung. Und jetzt gehen wir mal raus. Das ist das Sonnendeck der Stader Sand. Also hier waren früher auch immer
Bänke hingestellt. Ja, hier sind wir gern frühstücken morgens früh. Ist natürlich ganz toll und auch wenn es einen leichten Sommerregen gibt, kannst du hier noch ganz sicher sitzen. Leben am Wasser ist kann schon sehr nett sein. Licht soll immer scheinen. Das Besondere an der Stader Sand ist, darauf bin ich auch sehr stolz, wir haben nämlich eine Solaranlage auf dem Dach. Die hat 4 kW Leistung an Solarstrom und funktioniert auch sehr gut. Wir sind in den Sommermonaten, in dem Moment, wo die Sonne scheint, sind wir mit ganzen Kühlschränken, Trinkwasserpumpe, Durchlauferhitzer, Tiefkühlschränke, alle elektrischen Geräte sind wir vollkommen autark. Also wir haben 100% Autarkie. Wir holen allen Strom aus den Solarpanelen raus. Damit haben wir eine unheimliche CO2-Einsparung, die wir normalerweise zack in der Luft hätten. Also super Teil. Im Heckbereich waren die Toiletten. Also früher hat man auch die Toiletten immer entsorgt. Das ging immer alles in die Elbe rein. Die haben eigentlich alle immer in die Elbe geschissen. Das läuft heute natürlich nicht mehr. Wir haben natürlich einen sicheren Fäkalientank, Toilettentank, der auch entsorgt wird. Und hier ist die Toilette drin. Das war früher die Damentoilette. Und ist es teilweise heute auch noch. Wir haben hier 2 verschiedene Toiletten, auch wenn wir mal Partys machen. Und für uns und kleines sozusagen Gäste-Waschbecken noch dazu. Und Nebenan ist das Badezimmer, das war eben halt das Pissoir der Männer, also auf der Hafenfähre. Man muss wissen, diese Hafenfähre konnte bis zu 470 Menschen aufnehmen. Da war also richtig was los im Sommer, wenn hier Rundfahrten waren oder Hafenarbeiter mitgefahren sind. Und das ist so eine runde Wand, weil hinten die 60er-Jahre-Schiffe, die sind nicht so eckig gebaut, die haben so wunderschöne Rundung. Jo, dieses große Gerät, das ist die Wärmepumpe. Das ist auch ganz neu. Ist auch selten auf Hausbooten, aber wir haben das mal probiert. Wir haben mal ein bisschen investiert. Ist ein bisschen ein Experiment, weil Schiffe aus Stahl sind schwer zu dämmen, haben schwierigere Voraussetzungen, als wenn man das im Hausbau macht. Und dadurch sparen wir alleine jetzt ungefähr im Jahr 4.000, 5.000 Liter Heizöl. Super Geschichte, Wärmepumpe, kann ich empfehlen. Und hier kann man eigentlich ganz schön sehen, wie die ganze Anlage aufgebaut ist. Also das ist alles ein Wasserrecht, was ich gepachtet habe. Das Wasser gehört der Stadt. Und ich habe dann eine U-förmige Ponton-Schlängelanlage gebaut. Und da liegen jetzt auch Schiffe dran, die ich jetzt selber benutze. Und mit dem roten Boot fahre ich immer zur Arbeit. Und da hinten seht ihr noch eine Wasserleiter, also eine Leiter ins Wasser rein. Das ist dann unsere Badestelle. Und das ist sehr erfrischend. Ich könnte gar nicht mehr auf Land leben. Das Wohnen auf dem Wasser, das ist ein Privileg. Aber man muss auch mit kleinen Sachen zufrieden sein. Es ist einfach sehr, sehr schön. 200, 300 Meter bis zum Kai, dazwischen Wasser mit Entengeschrei. Vor der Tür ein kleiner Ozean und was will ich noch mehr? Das war die Roomtour auf meinem Wohnschiff Stader Sand, hier im Harburger Binnenhafen an der Süderelbe in Hamburg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr andere Wohnmöglichkeiten entdecken wollt, dann klickt bitte da. Danke und ciao.